Wir haben den Night Market gefunden. War für uns nicht ganz leicht, aber sind schon gespannt, was es heute geben wird. Haben auch bald Sonnenuntergang. War ein interessantes Fleckchen zum Hinfahren. Ja, und jetzt mache ich erstmal einen Punkt auf die Karte, damit wir es wiederfinden. Da hinten gibt's Obst. Eine Reihe weiter. Und das sind die roten. Weiß-rot. Ah, okay. Das ist 7 Kilo. 1 für 7 Kilo? Ein riesiger Longboard ausgeschüttet. Okay, dann gehen wir mal dahin. Wow. Wow. 3 Kilo für 12. Das ist gut, oder? Da unten ist die Tüte. Hallo. 3 Kilo nur 10. Oh, sogar günstiger. Oh. What is this for fruit? Okay. Just open? Open, okay. Ah, 3 kilos pulot, 3 kilos pulot, 3 kilos pulot. Ya, 3 kilos pulot. Darah. 100 Gramm für 3,50. Guck mal, das ist dieses Partei. Gemüse. Oh, da gibt's Bananen. Links. Hier vorne. Und Urbananen. Wir sind gerade total happy. Dieser Night Market ist definitiv mehr für die Locals als für die Touris, wie bei dem letzten, wo wir waren. Wir haben jetzt richtig viel Obst gekauft. Rotfleischige Pitayas, Urbananen, gelbschalige Mangos, 3 Kilo Longkong und sogar noch Kartoffelfrüchte. Das ist jetzt gerade echt total schön. Jetzt versuchen wir es im Roller zu verstauen, damit wir gleich in Ruhe mit freien Händen uns dann was zum Abendessen holen können. Guck mal, rechts gibt es auch für 2 Ringgit. Auch für 2.
Es regnet Bindfäden und wir müssten eigentlich langsam zurückfahren, um den Roller abzugeben. Wir brauchen in 10 Minuten ein Ende des Regens. Gestern gab es dann keine Aufnahme mehr, nachdem Jonathan berichtet hat, dass es so stark schüttet. Wir haben uns ja untergestellt und dann ein bisschen gewartet, bis es weniger wurde und dann sind wir dann irgendwann losgefahren. Wir waren trotzdem nass, aber unser Essen konnten wir retten. Wir haben heute Morgen schon unser Obst genossen. Nicht alles natürlich, wir müssen jetzt ja gut verteilen. Und jetzt gibt es noch Nudeln von gestern, Barmi Goreng. In Zeitung verpackt.